Ist dir auch schon aufgefallen, dass manche wirklich deutlich leichter ins Leben starten als andere? Sie erhalten geschenkten Wohlstand durch Familie, Beziehungen und Wissen. Andere wiederum hatten nicht dieses Glück. Im Gegenteil. Sie starten mit leeren Händen, wenig Wissen und umso mehr Sorgen. Ich bin Isabel von Luxus Sparfuchs und ich kenne dieses Gefühl wirklich nur zu gut. Denn ich startete auch ohne Finanzbildung und dafür aber mit richtig vielen Geldsorgen. Und in den letzten Jahren ist es für viele nur noch schwieriger geworden. Die Preise explodieren förmlich. Die Mieten genauso und die Steuern drücken noch oben drauf. Laut Umfrage blicken 80% der Deutschen wirklich mit Sorge in ihre finanzielle Zukunft. Wie sieht es denn bei dir aus? Gehörst du auch dazu? In diesem Video schauen wir uns an, warum das eigentlich so ist und was du tun kannst, um trotz schwieriger Startbedingungen Vermögen aufzubauen. Also schnapp dir deinen Kaffee, mach es dir gemütlich und lass uns starten. Jeder Einkauf fühlt sich inzwischen wie ein Abenteuer an. Die Preise, die vor wenigen Jahren noch normal waren, sind heute fast schon ein Schock. Sie sind seit 2020 regelrecht explodiert. Corona, Kriege, Klimawandel, der Alltag ist teurer geworden. Egal ob beim Einkaufen, Wohnen oder im Restaurant. Früher war ein Kaffeebesuch spontan bei mir möglich. Heute überlege ich mir schon zweimal, ob ich wirklich für 4 oder 5 € einen Cappuccino haben möchte. Ich sag's dir, das ist bitter. Kaum zu glauben. Aber im Schnitt sind die Preise seit 2020 um über 23% gestiegen. Restaurants sogar um 34% und Lebensmittel im Schnitt um 40%. Nimm mal den Döner von nebenan. Vor 5 Jahren noch 5 €. Heute oft über 8,50 €. Das ist ein Anstieg von 70%. Essen gehen und genießen fühlt sich heute irgendwie anders an als früher. Man ist nachdenklicher, nicht mehr spontan. Und es ist vor allen Dingen eins: teuer. Und während alles ganz offensichtlich immer teurer wird, hinken unsere Gehälter da deutlich hinterher. Zwar sagt das Statistische Bundesamt, dass seit 2020 im Schnitt die Löhne um 22% gestiegen sind, doch geht ein großer Teil dieses Anstiegs auf die Anpassung des Mindestlohns im Jahr 2022 zurück. Ohne diese wäre der Lohnanstieg deutlich geringer. Die Folge? Wir können uns wirklich immer weniger leisten. Wie geht es dir damit? Hast du auch Dinge, die für dich früher selbstverständlich waren und auf die du jetzt verzichten musst? Schreib's mir doch in die Kommentare. Wenn dir das Video gefällt, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal. So verpasst du keine Analysen mehr und unterstützt meine Arbeit. Und jetzt wird's nochmal on top ungerecht. Die Steuerbelastung auf Einkommen in Deutschland zählt zu den höchsten weltweit. Im OECD-Vergleich, das ist die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, liegt Deutschland auf Platz 2 von 38 Staaten, direkt hinter Belgien. Klar, Steuern sind unerlässlich. Nur so funktioniert ein Sozialstaat. Aber sie sollten auch fair verteilt sein. Und da beginnt das Problem. Traurig aber wahr. Die meisten von uns sind tatsächlich die Hälfte der Zeit für Steuern und Abgaben auf der Arbeit. Für eine durchschnittliche Familie der Mittelschicht mit 2 Kindern beträgt die Steuer- und Abgabenquote rund 43%. Das ist riesig. Viele meinen, wer viel hat, zahlt auch viel. Das stimmt aber nicht. In Wirklichkeit zahlen Millionäre durchschnittlich nur etwa 21% Steuern. Mit Sozialabgaben sind es 24%. Je mehr Vermögen, desto niedriger die effektive Steuerlast. Der Grund? Politische Entscheidungen, wie die Abschaffung der Vermögenssteuer und Steuerschlupflöcher. Vor allen Dingen bei Erbschaften. Das Resultat? Die breite Masse muss die Hauptlast tragen, während die oberen Schichten von Ausnahmen profitieren. Trotz vieler Krisen konnten besonders die wohlhabendsten Haushalte in Deutschland ihr Vermögen weiter steigern. Während Investitionen und steuerliche Vorteile die Reichen noch reicher machten, schmolzen die Ersparnisse der Normalverdiener durch die Inflation weg. Die Vermögensschere öffnet sich immer weiter. Die oberen 10% besitzen laut Studien inzwischen über 60% des gesamten Nettovermögens. Das bedeutet konkret: Die reichsten 10 Menschen in einem Raum mit 100 Personen besitzen mehr als die anderen 90 zusammen. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Die ärmere Hälfte der Menschen
hält dagegen nur etwas mehr als 2% des Vermögens. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Ein Großteil des Vermögens in Deutschland ist nicht mehr erarbeitet, sondern geerbt oder verschenkt. Mittlerweile sogar über die Hälfte. Und hier schließt sich wieder der Kreis zum Thema Steuern. Denn je mehr du hast, je mehr du erbst, desto weniger Steuern musst du bezahlen. Im Bestfall sogar gar keine. Hier nur ein kleines Beispiel, um das Thema besser zu verdeutlichen. Und zwar haben wir einmal Vincent. Vincent hat einen Opa, Georg. Georg vermacht Vincent 300 Wohnungen in Berlin-Charlottenburg. Und ihr wisst, wie es gerade in Berlin ums Thema Wohnungen aussieht. Also, Vincent hat nun 300 Wohnungen. Ab 300 Wohnungen wird angenommen, dass es sich dabei um Unternehmenseigentum handelt. Das heißt, Vincent zahlt sage und schreibe 0 € Erbschaftssteuer. Dagegen nun das Beispiel von Sarah. Sarah hat auch einen Opa, Opa Olaf. Opa Olaf hat in den 70er Jahren eine 150 Quadratmeter Altbauwohnung in Charlottenburg geschossen, für einen Appel und ein Ei. Damals sahen die Preise eben noch anders aus. Nun verstirbt Opa Olaf und er vermacht Sarah seine Wohnung. Wie sieht es jetzt hier mit der Erbschaftssteuer aus? Anders als bei Vincent fällt sie hier durchaus an. Wir haben einmal den Verkehrswert von 1 Million Euro. Der Verkehrswert ist der Wert, den die Immobilie zum Zeitpunkt des Erbes hat. Der Steuerfreibetrag von Sarah beträgt 200.000 Euro und sie hat einen Steuersatz von 16 bis 17%. Das wären umgerechnet ca. 128.000 bis 136.000 Erbschaftssteuer, die nun Sarah zu zahlen hat. Ein großer Unterschied. Das heißt nicht, dass Erben etwas Schlechtes ist. Im Gegenteil, es ist völlig verständlich, dass Eltern ihren Kindern etwas vermachen wollen, sie absichern wollen. Und das ist auch richtig so. Aber es zeigt, so wie es jetzt ist, belohnt unser System zunehmend Herkunft statt Leistung. Allein durch Leistung aufzusteigen, wird damit in Deutschland immer schwerer. Und genau das macht es für Menschen ohne Startkapital, ohne Erbe, ohne Netzwerk immer schwieriger, sich finanziell irgendetwas aufzubauen. Aber Bildung und Wissen sind etwas, das alle nutzen können, egal mit welchem Start du ins Leben gehst. Klar, die Welt ist unfair. Auch in Deutschland hängt der finanzielle Erfolg immer mehr von der Herkunft statt der Leistung ab. Und das ist echt frustrierend. Viele Videos hören hier auf und hoffen, dass die Politik irgendwann irgendwas daran ändert. Aber sind wir realistisch? Auf bessere Gesetze zu warten, kostet dich Zeit. Wertvolle Zeit. Resignieren bringt aber nichts. Du kannst das System, in dem du dich bewegst, zwar nicht ändern, aber du kannst anfangen, es endlich für dich zu nutzen. Und leider ist es genau das, was wir in der Schule nicht lernen, nämlich den Umgang mit unseren Finanzen. Wir lernen häufig von unseren Eltern, spare fleißig und leg das Geld auf dein Konto. Natürlich machen wir das dann, denn so haben wir es ja auch gelernt. Aber was noch bei unseren Eltern und Großeltern gereicht hat, tut es schon lange nicht mehr bei uns. Es gibt keine Zinsen von 7 bis 9%, wie es früher auf dem Sparkonto der Generation vor uns der Fall war. Die Inflation frisst stattdessen alles nach und nach auf. Die Wohlhabenden dagegen machen es anders. Sie lassen ihr Geld nicht liegen, sondern sie investieren es in Immobilien, Unternehmen und Aktien. Ihre Investitionen steigen mit der Zeit im Wert und das geben sie natürlich weiter. Es entsteht ein Kreislauf. Das Gute an der Sache ist, dass auch du das lernen kannst. Also alles rund ums Thema Investment und Kapitalerträge. Das klingt jetzt alles erstmal super kompliziert. Wenn du es nicht in der Familie gelernt hast, durch Bekanntenkreis oder Freunde, woher sollst du dieses Wissen auch haben? Aber so schwer ist das gar nicht. Auch schon mit kleinen Beträgen kannst du wirklich viel erreichen. Und genau hier kommt dieser Kanal ins Spiel. Mein Mann Markus und ich kommen beide aus Arbeiterfamilien, in denen war Finanzbildung einfach gar kein Thema. Nach Abitur und Studium waren wir beide verschuldet. Unsere guten Jobs halfen uns zwar, die Schulden wieder loszuwerden, aber die Inflation und die ganzen Kosten fraßen einfach wirklich viel auf. Der Traum von einer eigenen Immobilie weit entfernt. Uns wurde klar, nur zu sparen, wie es die Generation vor uns getan haben, reicht einfach nicht mehr. Vor 6 Jahren haben wir daher den Mut gefasst und unser erstes selbst erspartes Geld bewusst an den Kapitalmarkt gebracht.
All das Wissen aus Technik und Wirtschaftsstudium konnten wir nun endlich mal für uns nutzen und nicht nur für Arbeitgeber. In diesem Kanal möchten wir unseren Weg mit dir teilen. Das heißt, unsere Erfahrungen, unsere Niederlagen und Erfolge. Und das ganz transparent. Mit diesem Kanal möchten wir dir zeigen, es ist möglich, sich auch ohne Startkapital aus schwierigen Ausgangssituationen rauszuarbeiten. Wir sprechen über Geld, Risiken und auch Wege zu besseren Lösungen. Kein Scam und keine falschen Versprechungen. Unsere wichtigste Frage und Grundlage dieses Kanals: Wie würden wir mit all dem Wissen, was wir die letzten Jahre angehäuft haben, heute bei Null starten? Was für Themen werden dich also hier auf unserem Kanal erwarten? Neben den Basics zum Thema Börse, Geld und Sparen werden wir auch noch eine Stufe tiefer gehen. Wir werden dir zeigen, was es für Strategien gibt, wie wir unsere Unternehmen aussuchen, und wir werden uns Firmen angucken, Branchen und noch vieles mehr. Wichtig dabei ist, dies ist keine Anlageberatung, sondern wir wollen Wissen vermitteln, sodass du deine Entscheidung selber treffen kannst. Wir hoffen, dich damit inspirieren zu können, um dir gegebenenfalls Angst oder Vorbehalte, die du hast, was das Investieren angeht, zu nehmen. Denn du bist nicht alleine. Wenn du mehr zum Vermögensaufbau, Börsenbasics, echten Fehlern und Erfolgen lernen willst, abonniere auf jeden Fall den Kanal. Wie lief es bei dir zu Hause, wenn es um das Thema Geld ging? Gibt es etwas, das dich stark geprägt hat oder das du nie verstanden hast? Schreib's doch gerne in die Kommentare. Und auch, wenn du direkt Fragen hast, wir reagieren drauf. Und nun der allerwichtigste Tipp zum Schluss. Übernimm Verantwortung für deine Finanzen, denn niemand sonst wird es für dich tun.